Was mich auch ein bisschen irritiert hat, ist, dass plötzlich nach dieser US-Wahl, als Donald Trump dann gewonnen hat, alle jetzt angefangen haben, oh, jetzt wird's wichtig, jetzt müssen wir zusammenhalten, jetzt brauchen wir eine geschlossene Wirtschaft, jetzt müssen wir Signale setzen. Ja. Als wäre das nicht alles vorher schon längst klar gewesen und als hätte man nicht auch vorher schon damit rechnen können, dass Donald Trump gewinnt. Die haben voll drauf gesetzt, dass Harris gewinnt. Das sagt auch viel über die Analysefähigkeit von Politik. Die haben voll drauf gesetzt, die haben sich gar nicht vorbereitet. Und jetzt begreifen sie auch langsam, da kommt was in Gang. Ich habe ja schon ganz zu Anfang gesagt, Trump und Putin haben um die Ecken rum ein bisschen vorsichtig Kontakt aufgenommen und wollen miteinander reden. Das beginnt zunächst mal mit dem Telefonat. Das hat es bei beiden gar nicht mehr gegeben. Sobald Trump mit Putin telefoniert, ist das keine ganz scharfe kriegerische Auseinandersetzung mehr. Und dann halte ich es auch für möglich, dass sie sich verabreden, sich physisch zu sehen, einen Gipfel zu machen, sich irgendwo zu treffen und dann über die Ukraine zu reden. Und deshalb muss dieses Affentheater in Berlin zu Ende sein. Da muss eine handlungsfähige Regierung da sein, denn Deutschland spielt in der Ukraine eine große Rolle und muss ein Wort mitreden und kann nicht einfach so zur Seite gewischt werden. Jedenfalls das, was von Trump geredet worden ist und befürchtet worden ist und dass das ein Irrer ist, der die Welt an den Abgrund führt und so weiter, das halte ich nicht für tragfähig. Wir werden sehen, dass der anfängt, jetzt handfeste Politik zu machen und zwar im Einzelfall, was mit Putin abläuft, vielleicht auch sogar sinnvoll und ertragreich. Das will man nur hoffen, dass dann Waffenstillstand zustande kommt. Und dann wir sind ja die zweitwichtigste Nation im Moment im westlichen Lager, die USA, Deutschland und dann kommt lange nichts, dann kommen die Briten, die Franzosen, das durch den Krieg in der Ukraine. Und deshalb müssen wir uns dieser Situation bewusst sein. Die Deutschen haben sich immer auf die Amerikaner verlassen, das geht nicht mehr. Und ich erwarte auch von einer Regierung in Berlin, dass sie den Anspruch erhebt, da mitzureden. Naja, momentan will ja erstmal jeder Kanzler werden. Also, weil Sie haben gerade gesagt, Wahlkampf und da wird man ein bisschen blind auf den Augen und auf den Ohren. Aber vielleicht so zum Abschluss, Herr Jörges, noch mal eine Prognose. Was denken Sie denn? Wo gehen die nächsten Tage und Wochen hin? Also ich meine, der Merz hat gerade eben noch mal ein Angebot gemacht, dem Kanzler, und hat gesagt, pass auf, du machst nächste Woche eine Regierungserklärung. Da kannst du gleich die Vertrauensabfrage dazusetzen, dann haben wir das Thema durch. Der Kanzler bleibt ja aber stoisch beim 15. Januar. Das ist ein guter Vorschlag von Merz, finde ich, nämlich ein handhabbarer. Der ist nicht einfach so, du kannst ja morgen eine Vertrauensfrage stellen oder am Montag, so geht das ja nicht. Das muss ja irgendwie in die Tagesordnung des großen Deutschen Bundestages einsortiert werden und da passt es hervorragend, Regierungserklärung, Abstimmung. Und deshalb kommt es jetzt in der Übergangszeit, kommt es darauf an, was sagen denn die Leute, die Genossen in der SPD unten? Sind die auch der Meinung, der sollte unbedingt weitermachen? Und zweitens, ganz wichtig, was sagen jetzt die Grünen? Sind die Grünen dafür, dass er schnell gehen soll oder nicht? Und wenn die Grünen weiter schweigen und das hinnehmen, dann sind sie auch nur noch halb so viel wert, wie sie bisher wert waren. Hans-Ulrich Jörges, danke schön für diese klaren Worte. Ich danke auch.